Ja, nach der 5-Minuten-Folge vom letzten Mal sind wir auch bei YouTube wieder da. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja, wir wissen das. Das haben wir schon gefragt. So, das haben wir nicht gefragt. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass der einzige Grund, warum die Welt enden wird, der Grund ist, dass sie eingesperrt ist? While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Ich mag diese geistige Herausforderung, aber uns geht ein bisschen die Zeit aus. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Aber lass es mich dir nochmal erklären. Die Prinzessin ist eingesperrt, weil sie gefährlich ist. Sie ist nicht gefährdet, weil sie eingesperrt ist. And before you decide to waste Gefährlich, was more of our eingesperrt time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Und bevor du dich jetzt entscheidest, noch mehr Fragen zu stellen, um mich zu fragen, wer du das weißt, lass mich einen pragmatischeren Weg empfehlen. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. Kausalität hat hier keine Bewandtnis. Das Endergebnis ist dasselbe. Egal, was uns hergebracht hat. Wenn sie die Kabine verlässt, wird die Welt enden. Und das kann nicht geändert werden. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Es bringt nichts, hier über eine Henne- und Ei-Theorie zu diskutieren, denn das Ei ist schon angebrütet und es wird alles ruinieren. Unless, of course, you do your job and slay her. Bis du deinen Job machst und sie tötest. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin. Wir gehen mal hin. You make your way up the short path. We're not going to go through with this, right? She's a princess. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Mal schon. Versuchen wir das Tötungsszenario. Okay, machen wir. Vielleicht geht die Story danach weiter. Ja, probieren wir es. Oder wir werden wieder zurück und jetzt können wir was anderes probieren. Das kennen wir auch schon. Diesmal nehmen wir das Messer mit, was Tini vorgeschlagen hat. Du hast das Messer vom Tisch genommen. Es wird schwierig, die Prinzessin zu... Was? Achso, es wäre schwierig, die Prinzessin zu töten und die Welt damit zu retten. The door to the basement creaked. Her voice. Who's there? Die redet anders. Diesmal hat sie gesagt, wer ist da? She sounds dangerous. Sie klingt gefährlich. It's almost as if she's the one in charge down here. Es klingt, als wäre sie diejenige, die hier die Kontrolle hätte. Don't let it fool you. It's all part of the minute. Wir gehen einfach runter. You're still listening to reason. Gut, du hörst weiterhin zu. You walk down the stairs and lock. She's so cold. Focus on the task at hand. Achte auf die Aufgabe. And there you are. Are you here to kill me or something? Und da bist du. Bist du hier, um mich zu töten? So, was haben wir denn? Was? Natürlich nicht. Aber wir wollten ja durchziehen, ne? Komm, wir gehen direkt auf sie zu. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Du machst einen Schritt vorwärts. Dein Griff um das Messer verstärkt sich. Während du deine Überzeugung ebenfalls verstärkst. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Okay, du willst nicht reden? In Ordnung. Warum denkst du, du könntest mich töten? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Ich bin doch wahrscheinlich aus einem Grund hier eingesperrt. Und wenn das Messer deine einzige Waffe ist, dann musst du erstmal nah rankommen, es zu benutzen. Ja, es widerstrebt mir total.
das zu machen. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Und es besser fallen lassen, bevor du herausfindest, was ich tun kann. Du hast mich schon erstochen, ich weiß, was du tun kannst. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. Sie ist unbewaffnet. Wenn du jetzt wartest, wird es zu spät sein. Beende es. You lunge forward without a moment's hesitation. Du stößt vor, ohne einen Moment des Zweifels. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Ja, die scheint härter drauf zu sein. Und du merkst, wie das Fleisch leicht nachgibt. Und schaust hinab und siehst, wie dein Messer in ihr Herz sinkt. Oh. This is it, isn't it? Oh, das ist es, oder? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Ich bin fast überrascht. Ich hätte es kommen sehen sollen. Aber ich frage mich, Actually believe this was enough to kill me? aber meinst du wirklich, das war genug, um mich zu töten? It's like she's convinced she can't die. Sie ist überzeugt, sie kann nicht sterben? Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. Obwohl sie im Sterben liegt, glaubt sie weiter, dass sie am Leben ist und dass es ihr gut geht. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. Aber es ist vorbei, oder? Sie hat aufgehört zu atmen. Vor Momenten schon. Aber der arrogante Blick ist immer noch auf ihrem Gesicht. But is it over? Really over? Ist es vorbei? Wirklich vorbei? So. Ist wirklich, sie ist tot? Bin mir nicht sicher. Aber sie hat irgendeinen Trick? Natürlich nicht. Es war zu einfach. Bin ich auch bei. It's over. Don't get all worked up. Es ist vorbei. Mach dir keine Sorgen. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? Ja, wir sollten es mal prüfen. Wie wir es den Impuls füllen. I Nein, really don't think you should do that. ich möchte es auch nicht tun. Ich glaube nicht, dass du das tun Then solltest. why shouldn't we? Is there something you're not telling us? Warum sollten wir es nicht tun? Gibt es etwas, was du uns nicht gesagt hast? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. Ich habe dir es ganz akkurat gesagt, die Prinzessin ist tot. Das Messer hat ihr Herz durchstoßen. Es gibt keinen Weg für sie zurückzukommen. Also Puls messen möchte ich nicht. Ziehen wir das Messer raus. Aber wenn wir sie hier lassen mit dem Messer und sie ist nicht tot, kann sie sich damit befreien. Also wenn wir das machen, gehen wir raus. Wenn sie dann noch lebt, kann sie das Messer rausziehen, sich befreien. Wenn ich nach dem Puls greife, kann sie mich angreifen. Schwierig, oder? Ich würde am ehesten das Messer rausziehen. Hier ist natürlich jetzt die Frage. Was ist sie denn? Ist sie wirklich eine Prinzessin oder steckt da mehr hinter? Es gibt ja Geschichten, wo die Monster sterben, wenn man ihnen irgendwas ins Herz treibt. Wir kennen es von Vampiren. Entweder die versteinern oder die sterben. Oder die werden halt wirklich einfach nur außer Gefecht gesetzt. Das ist zum Beispiel in der Geschichte, die man vom hier, ich weiß nicht, ob ihr das Diner des Grauens kennt. Da ist das zum Beispiel mit drin. Ja komm, zieh das Messer raus, oder? You lean down and wrap your hand around the blade's hilt. Du lehnst dich herab und legst deine Hand um den Griff des Messers. But as you begin to slide it out of its resting place, you feel a sharp and sudden jab in your side. Als du es rausziehst, fühlst du einen scharfen Stich in deiner Seite. What was that? Was war das? I guess I won't be dying alone after all. Ich glaube, ich werde zumindest nicht alleine sterben. Quick, let's get out of here. Lass uns schnell hier rausgehen. It's too late for that now. You collapse to the ground as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper between your ribs. Wo hat ihn das Messer her? Es ist zu spät. Du kollabierst auf dem Boden, bis dir als die tödlich verwundete Prinzessin ein Messer, ihr eigenes Messer, tiefer in deine Rippen schiebt.
Der hat doch ziemlich böse Zähne mittlerweile. As you fall, she falls with you, exhausted by the effort, the little life that was left in her eyes fading rapidly. Als du fällst, fällt sie auch. Erschöpft von dem Versuch. Das bisschen Leben, was noch in ihren Augen war, verschwindet. An eye for an eye. A life for a life. I guess we're even now. Ein Auge für ein Auge. Ein Leben für ein Leben. Ich glaube, jetzt sind wir quitt. See you around. Wir sehen uns. You were so close. Why did you hesitate? It doesn't matter. At least you managed to take her with you. Du warst so nah dran. Warum hast du gezögert? Es ist egal. Zumindest hast du es geschafft, sie mit dir zu nehmen. Whatever that's worth. Wofür es auch immer wert war. Everything goes dark and you die. Alles wird dunkel und du stirbst. Kapitel 2. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Wollen wir das gleich jetzt nochmal machen, ohne das Messer rauszuziehen? Wir probieren es You're mal. here to slay her. Ja, wissen wir alles. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, Ja, der Text she ändert will sich, do ne? everything in her power to Eine stop Warnung, you bevor du from slaying weitergehst. her. Sie wird lügen, Don't believe a word she says. sie wird betrügen und sie wird alles in ihrer Kraft Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu töten. Glaub ihr kein Wort. Mach das, Flo. Bis gleich. He couldn't be more on the money. But we're really doing this, aren't we? I'd say you're lost, but I'm stuck here with you. Die Stimme des Betrogenen. Ach, es kommen mal neue Stimmen dazu. Es könnte dich mehr auf den Spiel stellen. Wir machen das wirklich, oder? Ich will dich allein lassen, aber ich hänge hier mit dir We fest. know what to look out for this time. We know to be careful. Wir wissen, wonach wir schauen müssen. Wir werden Just stay vorsichtig sein. focused and you'll be fine. Bleib fokussiert und es wird dir nichts passieren. Ah, mein Englisch ist manchmal gar nicht so gut, wenn ich so Texte lese. The interior of the cabin is a jagged mess Tür of ist offen. warped wood and broken boards. Their splintered edges as uninviting as shattered Krass. glass. The only furniture of note is a pointed table with a pristine blade perched on its edge. Die Hütte sieht ganz anders aus. Es ist ein komplettes, die innere Hütte ist ein komplettes Chaos. Mit zerbrochenen Brettern und zersplitterten Glasscheiben. Einzige Möbelstück ist der Tisch in der Ecke mit dem Messer drin. The blade is your implement. Messer You mitnehmen. take the blade from the table. It will be difficult to slay. It feels a bit better to have a weapon in our hands. Let's make her hurt for what she's done to us. Es ist gut, eine Waffe dabei zu haben. Lasst sie dafür leiden, was sie zu uns getan hat. Wollen wir in den Spiegel gucken? Du hast nichts über den Spiegel gesagt. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. Es gibt keinen Spiegel. Da ist ein Tisch, das Messer auf dem Tisch und die Tür zum Keller. Nichts anderes. There's Okay. definitely a mirror. Da ist ganz klar ein Spiegel. There isn't. Es gibt keinen Spiegel. Can you two stop arguing? It's stressful enough in here without all of this extra noise. Könnt ihr aufhören zu diskutieren? Es ist stressvoll genug, hier drin zu sein, mit diesen ganzen Stimmen. Wir gehen mal zum Spiegel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Du gehst zur Wand neben der Kellertür. Es ist eine Wand, hier ist nichts zu sehen. This really isn't funny. Es ist nicht lustig. Reinige den Reach Spiegel. forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Okay. Du greifst nach vorne und greifst mit deiner Hand an der
Wand der Kabine, der Hütte. Ich hoffe, du weißt, wie lächerlich du aussiehst. But it was there a second ago. Er war doch gerade noch hier. Now it's gone. Yet another thing in here playing tricks on us. I hate this place. Jetzt ist er weg. Eine weitere Sache, die mit uns Tricks spielt. Hasse diesen Platz, diesen Ort. Ja, das Kapitel 2 nach dem Tod, du hast recht. Das sieht anders aus alles hier. Merkwürdig. Sieht aus, als wäre hier irgendwas gewaltsam gegen die Wände geschlagen worden. You can hear what sounds like the rhythmic scraping of metal coming from down below. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Der Keller riecht jetzt metallisch. Riecht nach frischem Blut. Voice of Cheated mag niemand. Hallo, alle Menno, grüß dich. Scraping? She's not even trying to hide her knife. It's like she wants to Sie get in our schärft ihr head. Messer, okay? That sound could be anything. It's probably just her chains dragging across the floor. Nur ihre Kette, die sich über dem Boden bewegt. Ist klar, du glaubst auch an den Weihnachtsmann. Ihre Stimme kommt hinauf, die Stufen hinauf. Klingt schon wieder ganz anders. Ich hoffe, du bist hier, um mich zu retten. Ich bin hier schon seit ewigen Zeiten gefangen. Irgendwas ist sehr falsch an dieser Stimme. She thinks she's better than us, like she doesn't even have to put on an act this time. Sie glaubt, sie ist besser als wir. Und dass sie deswegen nicht mehr schauspielern muss. As you descend the final step, the form of the princess comes into view, her sharp eyes following you from across the room. Okay, die hat jetzt scharfe Augen und die steht jetzt und grinst. Hat die Hände hinterm Rücken. Finally, somebody! Quick, get me out of these chains. We're not safe here. Schnell, befreie mich aus den Ketten. Wir sind hier nicht sicher. Come on now, we're not falling for that, are we? She's trying to trick us, but she can't hide that threatening edge to her voice. She just wants us to get close, to let our guard down. Jetzt pass mal auf, wir fallen darauf nicht wieder rein. Sie versucht uns reinzulegen. Aber sie kann nicht diese gefährlichen Hintergrundklang ihrer Stimme vermeiden. Sie will nur, dass wir näher kommen. Und dass wir unsere Deckung runterlassen oder niederlassen. If she sounds threatening, it's because her mask is already slipping. She knows why you're here. You are armed, after all. Wenn sie gefährlich klingt, liegt es daran, dass sie ihre Maske langsam verliert. Sie weiß, warum du hier bist. Gott sei Dank bist du bewaffnet. What are you waiting for? You are here to rescue me, right? Worauf wartest du? Bist du nicht hier, um mich zu retten? So, was haben wir denn für Optionen? Boah. Also. Reden wir jetzt mit ihr oder versuchen wir es direkt? Wenn ich dir näher komme, wirst du nur versuchen, mich zu erstechen. Erinnerst du dich, was letztes Mal passiert ist? Ich weiß, dass du ein Messer hast. Ich lasse dich hier raus, wenn du es fallen lässt. Weißt du, wir probieren das mal. A knife? What are you talking about? I don't have a knife. Where would I keep a knife? Ein besser aus für ein Messer. Ich habe kein Messer. Wo soll ich es denn verstecken? And why would I stab you to death? I don't know you. You haven't given me a reason to stab you to death. It would be so silly of me to cut you open and look at your insides. Boah, die sind sehr detailliert, oder? Warum soll ich dich erstechen? Ich kenne dich nicht. Du hast mir keinen Grund gegeben, dich zu Tode zu erstechen. Wäre so verrückt, wenn ich dich aufschneiden würde und mir deine Innereien angucken würde. Okay, I could have sworn we didn't mention stabbing anyone to death. Ja, würde ich auch sagen. Sounds like she's really out for blood. Fortunately for you, she isn't armed. Die hat die Hände hinterm Rücken. Musst du irgendwie dazu bringen, die Hände nach vorne zu kriegen.
Kann ich irgendwo sagen, zeig deine Hände? Ich will, dass sie ihre Hände zeigt. Proof it then. Proof that you don't... zeigen, dass du kein Messer hast. Ja, komm. It would be so much easier to prove that I do have a sharp object. I could just show it to you. But I don't have one, so I can't. Es wäre viel einfacher zu zeigen, dass ich ein scharfes Objekt habe. Ich will es dir einfach zeigen, aber ich habe keins. The princess smiles as she pulls her hands from behind her back. Sie lächelt, als sie ihre Hände hinter dem Rücken hervorholt. But look at this. Hands. Hands that don't have anything in them to stab you with. Hat die was hinter dem Rücken versteckt? Hände, die nichts haben, um dich zu erstechen? Her smile stretches into an even wider grin as she shakes her sleeves. Also ihr Grinsen wird, ihr Lächeln wird zu einem breiten Grinsen. Sleeves sind doch die Ärmel, ne, als sie ihre Ärmel ausschüttelt. And empty sleeves, too. Look at how few stabbing implements I have. It's practically zero. Sie hat also nichts, mich zu erstechen. Trau dir nicht. You all of my hiding spots. What kind of princess do you think I am? I would never hide something sharp somewhere secret. Will niemand etwas Scharfes irgendwo geheim verstecken? Klar. Wait, that sounds like I'm lying, but I'm actually not. My secret zones are for me, only they have nothing to do with you or my intention to not stab you to death the second you get close to me. Die ist irgendwie schräg. Ihre geheimen Zonen haben nichts von mir zu tun, auch nichts mit einem scharfen Gegenstand. Her smile drops for a moment, her expression sharp and flat. Ihr Ausdruck wird scharf und flach ist eigentlich flat, ne? I assure you, there's nothing hidden there. Ich sichere dir, es ist nichts versteckt. I'm inclined to believe her on that one. She seems serious. Ich bin bereit, ihr zu glauben bei dieser Sache. Sie scheint es ernst zu meinen. Of course, but that doesn't mean that she doesn't have something hidden somewhere. We know for a fact she's armed. Aber es kann trotzdem sein, dass sie irgendwas versteckt hat. Wir wissen, dass sie bewaffnet ist. Was passiert denn, wenn ich dir sage, ich habe keinen Schlüssel? Oh, you don't. Okay, I see. Okay, du hast keinen Schlüssel, ich verstehe. I have an idea. You should come over here and stare directly at the chains. You won't be able to find a key if you don't know what it's supposed to look like, so you better come right within close staring distance just to be sure. Ist die gruselig. Also sonst jetzt die Ketten angucken und nah genug rankommen, um uns zu versichern. Nein. Absolutely zero doubts that she is going to stab us if we get close to her. Kann ich verstehen. Er glaubt auch, dass sie uns ersticht, wenn wir näher rankommen. She certainly feels threatening. Ich finde nicht, dass sie sich bedroht fühlt. Just because she's acting like she's going to stab you doesn't mean she has the means to actually do it. Flo, vielen Dank für dein Geschenk-Abo an Tini. Vielen lieben Dank. Nur weil sie sich so verhält, acting like she's going to stab you, muss doch nicht bedeuten, dass sie es wirklich tut. You know who is armed? You. So stop second guessing yourself and do your job. Weiß, But I'm nervous. wer bewaffnet ist, nämlich du selbst. Ich bin All nervös. the more reason to jump into the deep end and deal with her right now before you waste any more time getting stuck in your head. Erledige deinen Job und denk nicht so viel drüber nach, hat er jetzt ganz grob gesagt. Oh, sind noch so viele Optionen. So, das bringt nichts. Drüber reden. Vermettet Nebel. Ja, machen wir doch mal das. Wir gehen aufs Ehrliche. That doesn't sound like me.
Leute, ich trau dir nicht. Was denkt ihr? What are you talking about? Letztes Mal, wovon redest du? Ugh, it's like the two of you are working together on this. Aren't you listening to her? She's obviously lying through her teeth. Hört sich an, als würdet ihr zusammenarbeiten. Hörst dir nicht zu, sie I'm lügt. terrible at spotting lies, and even I can tell something's up here. We can't be the only ones that loop back to the start. Someone else has to remember, right? Ich kann Lügen schlecht erkennen, aber selbst ich merke, dass etwas anderes ist. Wir können nicht die Einzigen sein, die merken, dass hier etwas wieder von vorne beginnt. Irgendjemand anders muss sich daran erinnern. Obviously up, and we can all tell that she's lying. The thing she's lying about is how dangerous she is, not dimension hopping or time travel or whatever it is you think you're doing. Irgendwas ist hier los. Das kann ich dir auch sagen. We can all tell that, wir wissen alle, dass sie lügt. Aber worüber sie lügt, ist, wie gefährlich sie ist. Nicht Dimensionshopping, Zeitreise oder was auch immer du denkst. Sollen wir aufs Ganze gehen? Oder sollen wir gehen? Ich finde die gruselig. Ich weiß nicht, ob es hilft, sie jetzt zurückzulassen. Ich finde das Messer eindeutig zu kurz, um mir zu nahe zu kommen. Ehrlich gesagt, ich hätte lieber ein Schwert. Aufs Ganze? Komm. The princess falls silent, her smile unwavering as you charge across the room. Prinzessin wird ganz leise. Mit einem Grinsen auf ihrem Gesicht, als du über den Raum auf sie zustürmst. Okay, she hasn't pulled out a knife yet and her hands are still behind her back. Ja, das gefällt mir nicht. I think we can do this. I think we can win. We just have to strike now, but make sure you keep your eyes on those Sie hat hands. noch immer kein Messer rausgezogen. Was hinter Rücken gerade. Es kann sein, dass wir das gewinnen, aber achte auf sie und auf ihre Hände. Ich traue ihr keine Sekunde. Ich auch nicht. Your focus is broken by the horrible sound of metal slicing through meat. Und wir haben es schon wieder verkackt. Der hat uns wieder mit dem Messer erwischt. Whose meat? Not ours, right? Felsenfleisch, nicht unser, oder? Hers at first. Ihres zuerst. Then yours. Dann deins. Hehe. Hehe. How? What did she even hit us with? Womit hat sie uns denn getroffen? You stare down at your chest and at the long, thin blade she impaled you with. Wo holt ihr das mal her? Wo holt ihr mal dieses Schwert her? And then the red, angry slit along the flesh of her thigh, where the blade had been nestled just a moment ago. It's still lodged in her leg, emerging from her knee, moving up and out of her body like some extra metallic limb. Die hat eine eingebaute Waffe im Körper. Die hat quasi im Oberschenkel ein Schwert versteckt. Bullshit. Absolute bullshit. You're going to die now. Du würdest jetzt sterben. Habe ich gemerkt. With a twist of her knee and a painful squelch, she does just that. Everything goes dark, and you die. Das ging jetzt ja 1000 Sauer vor. Ja, On a wirklich. path in the woods. No, fuck that. If we're gonna have to keep doing this over and over and over again, we're not starting in the goddamn woods every time. We're starting in the fucking cabin. Jetzt ist er genervt. So, wie es ja weitergeht, hört ihr beim nächsten Mal, liebe YouTube-Leute.